Liebe Häkelfreunde, willkommen zu meinem neuen Video. Bei dieser wunderschönen Kuscheldecke könnt ihr euren eigenen Farbverlauf kreieren. Ich habe hier 5 Farben verwendet, aber ihr könnt auch nur 2 nehmen oder 3 oder 4, wie es euch gefällt. Es ist gar nicht schwer und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Wenn wir so eine Decke oder so ein Rechteck häkeln wollen, und zwar in Runden häkeln wollen, dann müssen wir uns zuerst ausrechnen, wie lange das Anfangsstück, also die Luftmaschenkette, mit der wir beginnen, sein muss. Und das machen wir folgendermaßen. Ich zeige euch das jetzt anhand dieser Decke. Also als erstes müssen wir wissen, wie groß die Decke werden soll. Ich nehme zuerst die Länge der Decke, 180 cm, dann die Breite, 130 cm. Mache einen Strich und mache ein Minus davor und erhalte 50 cm. Das ist die Luftmaschenkette. Also dieses Anfangsstück, diese Luftmaschenkette muss ca. 50 cm haben. Dann nehme ich mir noch einmal die Breite, die 130 cm, und die dividiere ich durch 2, ist gleich 65 cm. Und jetzt zeichne ich das schematisch auf. Hier ist das Mittelstück, unsere Luftmaschenkette mit 50 cm. Rundum ist die Decke. Hier haben wir die 180 und hier die 130. Und jetzt nehmen wir uns diese Zahl, die 65, schreiben die hier hinein. Und ihr müsst also rundherum 65 cm häkeln, also von dieser Luftmaschenkette aus gesehen. Und wenn wir das jetzt zusammenzählen, 65 plus 65 ergibt 130, 65 plus 65 gibt 130, plus 50 gibt 180. Ich starte mit einer Anfangsschlinge und häkle 68 Luftmaschen. Und zwar häkle ich sie nicht zu fest, sodass wir nachher gut mit der Nadel in die Maschen hineinkommen. Und wenn ihr 68 Luftmaschen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 68 Luftmaschen gehäkelt und leicht gedehnt gemessen sind das ca. 50 cm. Und jetzt häkle ich einen Umschlag und steche in die 4. Luftmasche von der Nadel aus gesehen ein und häkle ein Stäbchen, und somit haben wir bereits 2 Stäbchen gehäkelt und wir müssen auf 66 Stäbchen kommen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 66 Stäbchen erhalten und jetzt arbeite ich in Runden weiter. Das wird die Schmalseite der Decke. Das bedeutet, ich häkle jetzt hier weiter, starte mit 3 Luftmaschen
und häkle 2 Stäbchen um dieses Stäbchen herum. 1, 2. Jetzt bilde ich eine Ecke mit 2 Luftmaschen und weiteren 3 Stäbchen in dieselbe Lücke. 1, 2, 3. Das sieht dann so aus. Also das ist die schmale Seite. Die 3 gehören zur langen Seite und die zweite Ecke kommt am Ende der Runde hinzu. Und jetzt häkle ich in die Zwischenräume immer zwischen die Stäbchen hinein immer ein Stäbchen und am Ende, also an der nächsten Ecke, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin an der Ecke angekommen und in die letzte Lücke, also zwischen die letzten beiden Stäbchen, häkle ich 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und habe jetzt von Lücke zu Lücke, von Ecke zu Ecke 69 Stäbchen. Jetzt häkle ich eine Ecke mit 2 Luftmaschen. Jetzt häkle ich die Schmalseite. Hier kommen 3 Stäbchen hinein. Dann folgt wieder eine Ecke und noch einmal 3 Stäbchen in dieselbe Lücke. Das Ganze sieht dann so aus. Und jetzt wieder immer zwischen die Stäbchen ein Stäbchen. Und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin jetzt beinahe rundherum gekommen und hier fehlen uns noch 3 Stäbchen in die allerletzte Lücke. Und ich schließe mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche. Und somit haben wir auch hier also 2 Ecken und sind schön um die Kurve gekommen. Und jetzt nehme ich mir die weiße Wolle, häkle eine Luftmasche und häkle 2 feste Maschen in die Lücke hinein. 2 feste Maschen. Und häkle jetzt 3 Luftmaschen, überspringe diese 3 Stäbchen und häkle in die Ecke hinein 4 feste Maschen. 2, 3, 4. Häkle 3 Luftmaschen, überspringe 3 Stäbchen und häkle zwischen die beiden Stäbchen hier eine feste Masche. Häkle 3 Luftmaschen, überspringe 3 Stäbchen und häkle zwischen die Stäbchen hinein eine feste Masche. 3 Luftmaschen, 3 auslassen, eine feste Masche. 3 Luftmaschen, 3 auslassen, eine feste Masche. Das Ganze sieht dann so aus. Und wir sehen uns an der Ecke wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe an der Ecke angekommen. Hier müssen 3 Stäbchen verbleiben. Die überspringen wir mit 3 Luftmaschen.
und häkeln in die Ecke wieder 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. Häkeln wieder 3 Luftmaschen, überspringen diese 3 Stäbchen, häkeln 4 feste Maschen in die Ecke. 2, 3, 4. Häkeln 3 Luftmaschen und überspringen wieder immer 3 Stäbchen und häkeln in die Lücke hinein eine feste Masche. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin mit der Runde beinahe fertig. Hier verbleiben am Ende wieder 3 Stäbchen. Die überspringen wir mit 3 Luftmaschen. Und wir müssen noch die Ecke vervollständigen. Hier haben wir am Anfang 2 feste Maschen gemacht. Also brauchen wir noch weitere 2, damit wir auch hier 4 feste Maschen in der Ecke haben. Und ich schließe mit der blauen Farbe, das sieht schöner aus, in die erste feste Masche eine Kettmasche und schließe zur Runde, beginne mit 3 Luftmaschen und häkle jetzt 2 Stäbchen hier unten in diese Lücke hinein, also unter den festen Maschen häkle ich 2 Stäbchen. Jetzt kommt hier dieser Luftmaschenbogen, da häkeln wir 3 Stäbchen hinein und wir sind schon wieder bei der Ecke und die Ecke ist so, dass wir 3 Stäbchen unter die festen Maschen häkeln, 3 Stäbchen, dann 2 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen in die Lücke. 1, 2, 3. Das Ganze sieht dann so aus. Und jetzt häkeln wir wieder in jeden Luftmaschenbogen, der da kommt, 3 Stäbchen. 3. Die feste Masche überspringen wir häkeln nur in die Bögen und immer 3 Stäbchen in jeden Bogen. Wir springen also von Bogen zu Bogen und an der Ecke sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin an der Ecke angekommen, habe in den letzten Bogen ebenfalls noch 3 Stäbchen gemacht und jetzt häkeln wir die Ecke wieder hier unten hineinstechen, 3 Stäbchen häkeln, diese etwas länger ziehen, zwei Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen in die Lücke. Drei Stäbchen in den Bogen. 1, 2, 3 und wir sind wieder bei der Ecke. 3 Stäbchen in die Lücke. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke. 1, 2, 3, 3 Stäbchen in jeden Bogen. Hier keine Luftmasche, sondern einfach
von Bogen zu Bogen springen und immer 3 Stäbchen häkeln und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Am Ende müssen wir noch die Ecke vervollständigen. Hier fehlen uns 3 Stäbchen in die Lücke. Und diese Reihe wird immer mit einem halben Stäbchen in die dritte Luftmasche geschlossen. Und wir wechseln wieder die Farbe. Beginnen die weiße Runde immer mit einer Luftmasche und 2 festen Maschen in die Lücke hinein. Häkeln 3 Luftmaschen, das bleibt jetzt immer gleich. Lassen 3 Stäbchen aus und häkeln zwischen die Stäbchen hinein eine feste Masche, 3 Luftmaschen, eine feste Masche, immer nach 3 Stäbchen und wir sind wieder an der Ecke angekommen. Hier häkeln wir immer 4 feste Maschen hinein, 2, 3, 4, starten wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln wieder nach jedem dritten Stäbchen eine feste Masche, dazwischen immer 3 Luftmaschen und an der Ecke sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen und hier kommen in dieser weißen Runde immer 4 feste Maschen hinein. Die Reihe beginnt immer, oder jede Kante beginnt immer mit 3 Luftmaschen und immer einer festen Masche in die Lücken zwischen den 3 Stäbchen, bis wir wieder zur Ecke kommen. Hier wieder 4 feste Maschen. Und wieder mit 3 Luftmaschen beginnen. Und wieder lauter Bögen mit 3 Luftmaschen. Und dazwischen eine feste Masche zwischen die Dreiergrüppchen. Und wir sehen uns am Ende der Runde wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Runde fertig und auch hier fehlen uns noch 2 feste Maschen in die Lücke. Und ich schließe wieder mit der blauen Farbe in die erste feste Masche. Und jetzt geht das immer gleich weiter. Ich starte immer mit 3 Luftmaschen in dieser Reihe, häkle 2 Stäbchen in die Lücke, 3 Stäbchen in jeden Bogen und es werden automatisch durch die Zunahmen in den Ecken werden es immer mehr solche Bögen und solche Dreiergrüppchen. Und ich mache jetzt einige Reihen weiter. Die Ecke, also direkt nach dem letzten Dreiergrüppchen, 3 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen in die Lücke, und es geht wieder mit den Dreiergrüppchen weiter.
Das Ganze sieht dann so aus. Und wie gesagt, es wächst jetzt von ganz allein. Die Reihen bleiben immer gleich und ihr könnt dann nach Belieben Farbwechsel einbauen. Ihr könnt diese weiße Reihe irgendwann durch eine andere Farbe ersetzen oder diese blaue Reihe oder beide. Ich häkle jetzt mal einige Reihen weiter und da sehen wir uns dann wieder. Bis bald! Willkommen zurück. Ich habe jetzt schon ein ordentliches Stück weiter gehäkelt und ich wollte euch zeigen, wie die verschiedenen Farbkombinationen auch unterschiedlich zur Geltung kommen. Also die ersten Reihen habe ich einfach weitergemacht, so wie wir begonnen haben. Dann habe ich einmal die Hintergrundfarbe gewechselt, statt weiß auf hellblau. Dann habe ich beide Farben gewechselt, die Hauptfarbe auf weiß und die Hintergrundfarbe als dunkelblau. Und ihr seht, es sieht immer anders aus. Und ich zeige euch jetzt noch die beiden Farbwechsel. Jetzt wechsle ich die Hintergrundfarbe. Ich habe hier ganz normal die Reihe geschlossen. Und hier mache ich das wirklich ganz einfach. Ich häkle die Steigeluftmasche mit der neuen Farbe und dann die zwei festen Maschen und beginne gleich mit dem Muster. Und bei diesem Projekt ist es nicht möglich, die Fäden mit einzuhäkeln. Die müssen dann wirklich vernäht werden. Ich mache das immer fortlaufend und ihr seht, das sieht ordentlich aus. Das kann man gut in diesen Grüppchen vernähen und verstecken. Und jetzt häkle ich diese Reihe in hellblau rundherum und dann zeige ich euch noch, wie man die Hauptfarbe wechselt. Bis bald! Willkommen zurück. Ich bin jetzt rundherum gekommen und ich wechsle jetzt noch die Hauptfarbe. Also vorher dieses dunkelblau, der Hintergrundfarbe, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das schneiden wir ab. Das war zufällig, war da der Knäuel fertig. Das schneiden wir ab und das Weiß, das wechsle ich jetzt auch. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und wir nehmen uns eine neue Farbe hinzu. Und wir schließen einfach, wir häkeln also die Kettmasche in der neuen Farbe. Häkeln 3 Luftmaschen. Und häkeln die beiden Stäbchen wie gewohnt. Und dann geht es in der neuen Farbe weiter. Und wie gesagt, alle Fäden müssen wir dann vernähen. Da kommen jetzt zufällig einige zusammen. Und jetzt häkle ich die Decke bis zu meiner gewünschten Größe, nämlich 1,80 Meter mal 1,30 Meter. Und am Ende machen wir noch eine Abschlussreihe. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis dann! Willkommen zurück. Meine Decke hat jetzt die gewünschte Größe erreicht. Circa 1,80 Meter mal 1,30 Meter. Und ich habe jetzt zum Schluss eine Reihe mit Stäbchen gehäkelt, so wie wir es gewohnt sind. Nur habe ich in die Ecke keine Luftmaschen mehr gemacht,
sondern stattdessen 2 Stäbchen gehäkelt. Das heißt, in den Ecken befinden sich 8 Stäbchen. Und ich bin schon rundherum gekommen. Begonnen habe ich die Reihe ganz normal mit 3 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Das bedeutet, uns fehlen jetzt noch 5 Stäbchen, damit wir auch in dieser Ecke insgesamt 8 Stäbchen haben. 2, 3, 4, 5 und ich schließe jetzt die Runde mit einer Kettmasche in die 3. Luftmasche. Häkle noch eine Luftmasche, schneide diesen blauen Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Jetzt nehme ich mir den weißen Faden und steche irgendwo zwischen 2 Stäbchen hinein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und häkle jetzt praktisch rückwärts, steche zwischen die 2 Stäbchen ein, hole den Faden durch und masche die beiden Schlaufen ab. In die nächste Lücke Faden durchholen, abmaschen und in jede Lücke immer zwischen 2 Stäbchen hinein häkle ich rückwärts feste Maschen. Das sind Krebsmaschen und das mache ich, bis ich wieder rundherum gekommen bin. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Kommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und ich mache Folgendes. Ich steche da, wo ich begonnen habe, steche ich noch einmal ein und häkle auch hier noch eine Krebsmasche, häkle dann eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und das nähe ich dann schön hin, sodass man hier keinen runden Übergang mehr sieht. Und dann, wenn ihr alle Fäden vernäht habt, ist unsere Kuscheldecke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Freude bei diesem Projekt und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.